for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Der Pascal aus der Schweiz, den kennt ihr schon. Hallo zusammen. Wir waren schon im Teil 1 bei dir. Genau. Und heute kommt der Teil 2 von den Schweizer Waranen. Pascal ist ein super Waranzüchter aus der Schweiz. Er hat echt ein paar schöne Tiere. Heute sehen wir Varanus glauti, genau. Der Kimberley Rock Monitor. Oder auch Felsenwaran. Felsenwaran. Dann Pilbarensis, ist auch eine andere Art von Felsenwaran. Felsen, okay. McRae habe ich noch. McRae sind die Genau. blauen, gell? Und den Varanus dorianus, der Blauschwanzwaran. Okay, Genau. also tolle Warane heute zum Anschauen. Eben hinter uns geht's los, gell? Das sind die Glauertis, hast du hier drin. Genau. Wo steckt da? Guck, da guckt einer den Kopf raus. Guckt einer raus. Pass auf, ich nehme mal die Kamera an mich. Hier haben wir Glauerti. Genau. Das ist Männchen, Weibchen. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich das Weibchen. Ja, ist das Weibchen und das Männchen ist hinten in der Korkröhre. Siehst du? Ja, das ist da hinten, oben da, mit dem Kopf. Ah ja, da sieht man den Kopf rausgucken. Das sind wirklich super tolle Warane. Vom Wesen her wirklich ruhige Tiere. Wenn man sich Warane holen möchte und man hat keine Erfahrung, würde ich empfehlen, Glauerti. Die sind wirklich ruhige, angenehme Tiere. Aha. Ja, guck mal, ich gehe hier auf 20 cm nah ran. Der sitzt da und guckt nur. Was will denn der mit seinem Ding hier, gell? Vom Klima, da sind wir jetzt dann im felsigen, steinigen Bereich, ne? Genau, ja. Sie Und kommen in der Region Kimberley in Australien vor. Dort ist auch wieder sehr heiß. Da kann man auch wieder 40, 45 Grad heizen. Okay, also von der Haltung wegen wie die Stachelschwanz, Genau, wie die Stachelschwanzwarane. Diese brauchen eher ein höheres Terrarium, weil sie doch relativ sehr gerne klettern. Okay, ja. Das sind ja Felsenwarane. Genau, der Name sagt schon. Also der Acanthurus, würdest du sagen, mehr bodenbewohnend. Genau. Und der Glauerti in der Höhe klettert ganz gern. Gell? Genau. Nochmal kurz die Beleuchtung wieder angesprochen. Da hast du 2 HID drin. Genau, hier habe ich auch wieder 2x70 Watt HID. Aha. Und LED für die Grundbeleuchtung der Helligkeit. Australische Warane mögen es sehr hell. Ja. Also es kann nicht hell genug sein. Ja, ja. Das ist bei uns manchmal ein Problem, wenn man zu hell macht, dann verbrennt man sie, weil die ganze Wärmestrahlung man hat. Ja. Aber heutzutage hat man jetzt noch Über LED. die LEDs kann man es gut machen, Genau. eigentlich. Gell? Okay. Und zeigen wir das da unten noch kurz. Genau, das ist für das Weibchen zur Eiablage. Dort hat sie jetzt immer ihre Eier abgelegt. Sie macht im Jahr 2 bis 3 Gelege. Okay, 2 bis 3 Gelege, Ja, ja? Ach, ja. was interessant, okay. Äh, Also 2 hätte machen die ich jetzt ja gesagt, aber 3, ach was Es interessant. können auch mehr sein, aber ich mache es nicht, um das Weibchen zu schonen. Ja, und wie steuerst du das, dass es, also jetzt, wenn du sagst, oder 4. Gelege, wie kannst du ja, das? wenn sie jetzt schon 2 oder 3 Mal gelegt hat, dann muss man halt einfach das Männchen rausnehmen. Okay, Ja. ja, und so kannst du es steuern, Genau, kannst du ja. es beeinflussen. Okay, toll. Und im Winter machst du eine Winterruhe, wie Im bei Winter ist eine Winterruhe, genau. ähnlich wie bei der Acanthurus dann. Ähnlich wie wahrscheinlich, oder? Acanthurus, genau. Jetzt nicht zu kalt. Da kann man wirklich auf 18 bis 20 Grad. Okay. Und Die 1 bis 2 Stunden Beleuchtung mache ich noch. Okay. Gerade mal noch zu der Acanthurus, beziehungsweise eben, da können wir dann gerade mal hingehen, wenn wir schon von der Acanthurus reden. Bleiben wir im felsigen Bereich. Ja, guck hier.
Das ist jetzt kein Red Eggy, sondern Yellow. Ein sehr dunkles Weibchen vom Yellow. Okay. Das ist auch ein Weibchen. Und dann habe ich ein Männchen und nochmal ein Weibchen. Ach, guck mal, da unten, ja, da geht's weiter. Ist der gerade da? Der ist sogar am Fahren. Der versucht. Der versucht. Das ist natürlich ganz toll. Der weiß, heute kommt Reptil TV. Genau. Das ist meistens so, eigentlich nach der Winterruhe, wenn du wieder langsam Wärme reinmachst und auch ein bisschen Feuchtigkeit, dann fangen die sofort wieder an, sich sofort zu paaren nach der Ruhe. Aha. Und wichtig ist halt einfach, dass die Weibchen genügend zu fressen bekommen. Ja, ja, Fettreserven. Mit ja, Mineralstoffen und Vitamine, alles bestäubt ja. und einfach gut füttern. Ja, ja, genau, die brauchen Fettreserven, damit sie die Eier produzieren, gell, oder Genau. die Energie haben für die Eier. Eben Winterruhe hat man vorher kurz angesprochen. Bei der Acanthurus wie bei der Glauertee gleiche Temperatur? Ja, machst alles gleich. Mache ich alles genau. Und du sagst 18 Grad oder sowas reicht ja, schon? zwischen Gehst 18 nicht, und 20 Grad. Gehst nicht kälter. Nein. Was hier natürlich auch noch toll ist, hier kommt noch ein wenig Tageslicht rein, gell, vom Fenster. Ja, genau. Und das ist natürlich, das Tageslicht ist bei Reptilien irgendwie immer Gold wert. Gell? Man sieht auch das Weibchen hier, das sitzt Genau. im hellen Tageslicht. Das gefällt denen. Gell? Ja, jetzt haben wir Frühling und im Sommer steht die Sonne ein bisschen höher, da kommt viel mehr Licht rein. Aha, okay, ja. Toll. Ja, Beleuchtung, Technik, das ist wieder das gleiche Spiel wie bei den anderen. Wie bei den anderen, okay. Grundbeleuchtung immer LED und dann halt UV-Lampen sind bei den Varanen sehr wichtig. Ja. Hier gerade nochmal die zwei Paarenden. Jetzt das Weibchen will nicht so ganz sich filmen lassen bei dem Vorhaben. Ja, toll. Hinter mir habe ich schon die blauen gesehen, aber die gehen wir dann am Schluss hin. Jetzt Später, lass uns mal weiterlaufen. Ja, kurz während ich hier am Umziehen bin oder am Rumlaufen bin, die Frage an euch, liebe Community, wie gefällt euch das Format, jemand zu besuchen, seine Anlage anzuschauen? Habt ihr nochmal der Aufruf an der Stelle, habt ihr selber vielleicht tolle Terrarien, sagt mir Bescheid, komme ich vorbei. Und alle anderen eben gerne Kommentare, wie es euch gefällt. Was sagt ihr zum Pascal seinen Varanen? Gebt mal ein bisschen euer Feedback. Also hier haben wir nochmal Acanthurus, ne? Genau. Nochmal ein Pärchen. Ne? Genau, das ist auch mein Zuchtpärchen. Die sind noch ein bisschen jünger als die anderen. Aha. Und das Weibchen macht auch 2 bis 3 Gelege im Jahr. Okay. Oh, tolle Färbung, aber im Prinzip auch Yellow, oder? Yellow, genau, ja. Ja, aber echt ausgesprochen schön, ja, muss man sagen. Oh, guck, die sitzt gerade auch perfekt da. Hier sind die Ferraris, wie ich sie nenne. Rot, flach und schnell. Okay. Aha. Die war Pilbarensis. Die habe ich auch aus Kanada importiert letztes Jahr mit den Red Eckies. Okay, rot, flach, schnell und auch preislich. Preislich auch ein bisschen höher. Nicht ganz, dass jeder sich unbedingt gleich kaufen kann, gell? Ja, die war ein bisschen teurer, als man sie sonst bekommt in der EU. Ja? Ja. Und was, oder hast du trotzdem aus Kanada? Genau, ich habe sie trotzdem aus Kanada noch importiert. Er war der Einzige, wo noch für die Pilbarensis CITES-Papier für die Schweiz ausgestellt hat. Aha. Und dann habe ich gerade die Chance genutzt, mir noch Tiere zu holen. Und vom Halten her, die Pilbarensis wieder wüstenmäßig? So wie Glautis, also felsig. Aha. Genau, höheres Terrarium. Die sind jetzt ein paar Monate alt, die sind noch in ihrem kleineren Terrarium.
Die kommen dann später oben ins Wohnzimmer. Ah, okay. Tue ich sie trennen und dann eine Seite Pilbarensis, die andere Red Die Eckis. Eckis, okay, Genau. ja klar, das passt natürlich auch toll. Und wieder Thema Beleuchtung, Genau. wieder HID, wie HID ich sehe. und Wie viel LED. Watt hast du da? 50 würde ich mal Hier schätzen, habe ich gell? 35. 35 Ja. sogar, okay. Und also man muss sehen, der Raum hier drin Ist ziemlich warm. ist warm, genau. Mir läuft der Schweiß. Dann die LED dazu für die Helligkeit. Und klar, da sind die perfekt versorgt und können wachsen und gedeihen in dem Terry. Gell? Genau, ja. Gehen wir gerade mal noch mal kurz hier drauf. Da hast du immer schön auch beschriftet, Herkunftsgebiet eingezeichnet. Gell? Genau, ja. Westaustralien, Alle Terrarien habe ich so angeschrieben. Nordwestaustralien. Gell? Das wichtigste Herkunftsgebiet noch. Vor allem, wenn mal Besucher kommen, können sie lesen. So wie du, Stefan. Genau, kann ich gucken. Toll. Ja, dann schwenken wir hier nach links. Genau. Da, Auch noch ein kleineres Terrarium von mir. ja, genau. Scherz. Was hast du da für eine Fläche? Das Hier sind habe ich 4 jetzt, Meter lang ungefähr, das ist gell? 4 Meter mal 1,30 Meter tief mal 2,20 Meter hoch, ja. Okay. Und hier habe ich den Blauschwanzvaran, der Dorianus. Wird auch noch in der Terroristik gehalten. Und Varanus dorianus. genau, der Blauschwanz. Muss ich sogar zugeben, das ist was, wo ich gar nicht Gar nicht so kenne. Ja, habe ich bestimmt auch schon mal irgendwo gehört und gesehen. Der versteckt sich hier in der Korkröhre. Pascal hier mit Pinzette und dem Mäuschen. Ja. Diese Art ist ziemlich ein bisschen scheu, wenn Fremde da sind. An mich ist er gewöhnt, bei mir haut er nicht ab. Stefan ist jetzt bei Besuch, dann geht er. Aber bei Futter geht alles bei den Varanen. Okay, Hauptsache Futter. okay. Genau. Naja, so ein großer Kerl, der wird natürlich auch ganz schön was weghauen jede Woche, ne? Ja, der ist jetzt ausgewachsen, der braucht jetzt nicht mehr so viel. Wenn Warane ausgewachsen sind, muss man aufpassen in der Terroristik, dass sie nicht zu sehr fett werden. Das ist auch das Problem, aber er bekommt einmal in die Woche Aha. Futter. Wie viel gibst du ihm dann einmal die Woche? 2, 3 Mäuse oder kleine Ist Ratten, unterschiedlich, eigentlich fast wie in der Natur. Manchmal finden sie was, manchmal gar nicht. Ich habe jetzt keinen Plan, Futterplan Ja. oder so, aber ist aber auch eine tolle Varanart. Also, und du sagst eben auf Deutsch Blauschwanzvaran. Genau, ja. Weil er einen blauen Schwanz hat ein bisschen, Unterbauch ist auch ein bisschen hellblau, Okay. hat gelbe Punkte. Bei uns ist das noch ein bisschen. Am schönsten ist er, wenn er aus dem Wasserbecken direkt rauskommt. Aha. Dann leuchtet alles. Dann, ja. Ja, jetzt ist er im Futtermodus. Ja, gell, jetzt irgendwie habe ich den Eindruck, dass er meine Kamera oder mein Stativ. Alles ignoriert. Ja. Beziehungsweise, ich wollte gerade sagen, andersrum, dass er an dem Stativ sind ja so diese Kugeln dran, ob er die hier fast für Mäuse hält. Sieht man ein bisschen, wieso er seinen Namen Blauschwanz, wo er den her hat. Terrariumtechnik muss es ziemlich bombenfest gebaut sein. Alles wirklich verschraubt, angemacht und so, weil diese Tiere, das sind pure Muskeln. Okay. Das ist, was der schon alles kaputt gemacht hat, wirklich große Korkäste. Ja. Ja, Du beim machst Springen. sehr viel mit Kork, gell? Da Genau. nimmst du die Kork-Tronchos hier, ne? Also den dicken Stamm, den man sieht, ist ein Troncho, ne? Genau, ja. Und dann die Röhren, wo sie sich zum Teil auch rein verkriechen. Genau. Das, ja, Die Röhren haben halt zwei Vorteile. Entweder können sie oben drauf liegen oder wenn sie sich verstecken möchten, können sie reingehen. Ja, oder? ja. Und die Tronchos sind halt einfach nochmal ein Stück stabiler, gerade so Ja. als
Ast hier drin, gell? Hast du das? Okay, ja, toll. Noch ganz kurz, den ist ein Männchen, hast du gesagt? Das ist ein Männchen, ja. Den hast du alleine. Den habe ich alleine. Ich hatte noch ein Weibchen von dem. Dann haben sie sich gepaart, aber sie hat leider die Eiablage nicht geschafft. Ah, schade, okay. Und ist dann leider verstorben. Und jetzt ist er alleine, ja. Ja, ja. Und willst du auch kein Weibchen dazu? Oder wäre schwierig vielleicht für Gesellschaften, meinst du? Oder? Ja, das ist wieder Themenbereich in der Schweiz wieder ein Problem. Man muss ja auch wieder trennen können. Okay. Und Platz halber, ja. Aha. Last but not least. Blauen Baumwarane. Die habe ich auch letztes Jahr aus Deutschland importiert, nähe Stuttgart. Von einem Züchter. Der hat mir auch Papiere gemacht ohne Probleme. Da bin ich auch sehr froh. Ja. Also eben, da müssen wir noch kurz dann drauf zurückkommen. Du sagst Papiere gemacht. Es geht einfach um die Ausfuhrzitas, ne, von Deutschland in die Schweiz. Genau, ja. Und viele züchten die Tiere und sind einfach mehr oder weniger zu bequem, dass sie halt die CITES, also die Ausfuhr-CITES beantragen. Ne? Ja. Ich will es einfach nur klarstellen, Papiere gemacht, das hört sich so wie macht man Papiere? Aber das geht nicht darum, illegal oder irgendwas, sondern einfach halt den Arbeitsaufwand, Export-CITES zu beantragen. Gell? Das ist das, was... Genau, ja. Das ist halt ein bisschen Bürokratie, wo man muss bewältigen. Es gibt Leute, die machen das. Dann gibt es halt wieder bequeme Leute, die sagen, nein, den Aufwand lohnt sich nicht. Ja. Aber das ist vielleicht, oder sagen wir so ein Makrei, den kriegst du natürlich in der Regel immer gut weg, wenn du den züchtest. Gell? Und dann, genau, ja. Und eben dann in dem Fall sind es Nachzuchten wie alt? Das sind deutsche Nachzuchten, die sind von Juni 21. Okay. Die werden dieses Jahr im Sommer 2-jährig. Ja. Genau. Knapp 2 Jahre. Aha. Und dann habe ich noch ein Weibchen, wo 11-jährig ist, stammt aus einer Schweizer Zucht. Die ist, glaube ich, wahrscheinlich in der Röhre irgendwo. Oh, hier mit drin, ja. Ja. Okay. Sieht man jetzt hier leider nichts gerade in der Röhre. Okay, dann hast du hier also ein Pärchen drin in dem Terrarium. Gell? Und wie immer nochmal die Frage wieder nach der Technik. Jetzt hier sind wir wieder mehr tropisch. Genau, mehr tropisch, ein bisschen weniger Hitze, deswegen einmal 70 Watt reicht bei mir in diesem Raum. Unter dem Spot ist natürlich kann auch 35 Grad sein, dann wärmen sie sich auf und nachher, wenn sie Kälte wieder wollen, klettern sie. Und das ist halt einfach mehr auf LED für die Helligkeit. Also hast du so 2 LED-Balken drin. Genau, ja. Ja, super schönes Tier. Mal noch kurz zur Herkunft. Eben mittlerweile, oder schon seit relativ vielen Jahren heißen sie Varanus macrae. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten. Ich glaube, ganz früher liefen die ja alle unter Prasinus-Komplex. Prasinus, gell? Also Prasinus, was ja eigentlich für grün steht. Und da gab es ja früher den grünen Smaragdvaran, Varanus prasinus. Und da hat man gesagt, naja, den gibt es in grün und in blau. Hat da diese Macrae dann damit gemeint. Und irgendwann hat man halt festgestellt, nee, also dieser blaue, das ist kein Prasinus, der hat mit dem grünen nicht sehr viel gemeinsam. Und hat die dann zu Varanus macrae umgenannt, gell? Habe ich das so richtig? Genau, ja. Auch der blaue Varan, der Macrae, der ist der größte Vertreter vor allen Baumvaranen. Der bekommt auch eine gute Größe. Und der Prasinus bleibt eher ein bisschen noch kleiner. Ah, okay. Ja. Der grüne. Also der Prasinus, der grüne ist Prasinus geblieben, gell? Und der blaue hat man dann zum Macrae gemacht. Ja, gehen wir mal noch eins weiter. Das ist das zweite. Da sitzt er da hinten. Hier haben wir auch nochmal deutsche Nachzucht. Da hast du auch nochmal Perle drin oder ist das einzeln? Nein, das ist ein Einzeltier. Einzelner. Genau.
Männchen, Weibchen, Männchen würde ich jetzt mal in dem Fall tippen, oder? Vom Das Kopf ist her. ein Männchen, ja. Und klimatisch, Klimatisch, Also feucht, also am Tag durch habe ich 80% Luftfeuchtigkeit drin, am Abend 100%. Temperaturmäßig liegt man auch so wie 29 bis 32 Grad und halt in der Nacht 24, 26 Grad und Luftfeuchtigkeit 100. okay, ja, die Luftfeuchtigkeit merkt man hier drin, die ist brutal. Ja, mir rennt echt die Brühe, fast wie in Afrika, bin ich hier gerade erinnert. Und machst im Winter was nicht großartig, Nein, oder? eigentlich genau gleich wie bei den Reisingeri. 1-2 Stunden vielleicht ein bisschen verkürzte Beleuchtung, aber sonst alles gleich. Okay. Toll. Zu guter Letzt noch ein Blick in dein Inkubator, wenn du das Ja, das erlaubst. können wir machen. Die Meckrei, da hast du noch, die sind noch zu jung, gell? Die sind noch ein bisschen zu jung. Da hat sich noch nichts getan. Genau. Und, Vielleicht kommt da mal noch was. und was hast du im Inkubator? Im Inkubator habe ich momentan die gelben Acanthurus. Dann habe ich die Glauerti und Reisingeri. Genau. Okay, Reisingeri sind die, wo du gesagt hast, 180 Tage, gell? Genau, ja, die haben am längsten. Was hast du vom Substrat her? Kannst du aufmachen? Ja, musst nicht wegen mir, aber okay. Hier habe ich drauf, das meiste habe ich Perlit drin oder Okay. auch Da vorne Perlit hast mit du Wärmekulit. Wärmekulit. Genau. Ja, von der Temperatur 29 Grad. 29, ja? Genau, Alle, im Prinzip alle gleich, oder? genau, ja. Ähnlich, hohe Luftfeuchtigkeit, aber auch ab und zu mal lüften. Okay, ja. Ja, Hier sehe ich Acanthurus und Genau. das rechts Glauerti, gell, wenn ich genau, die lese. Glauertis. Und eben Acanthurus hast du auf Wärmekulit, Glauerti auf Perlit. Ja, Hast du da hat's einen speziellen Grund oder sowas, oder ist das... hat keinen speziellen Grund. Viele sagen, ja, sie nehmen das oder die anderen sagen auf Wärmekulit. Aha, könntest du jetzt nicht sagen, was Kannst du jetzt nicht sagen, empfiehlst. andere machen nur auf dem Gitter mit dem Wasser. Ja, Ist okay. Und Je- funktioniert alles gleich gut, gleich schlecht? Weißt du, wie ist deine Erfahrung? Sagst du, war Idiote sicher mit den Varaneier? Oder? Jetzt mit den Acanthurus und Glauerti, ja, am Anfang braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber ich sage so, Acanthurus sind sicher gut, Glauertis sind ein bisschen heikler und die Baumvarane, ja, bis sie schlüpfen. Durch die lange Inkubationszeit kann viel schief passieren, gell? Genau. Ja. Wie wir ja alle in der Terroristik ja hoffen, dass wir keinen Strommangel haben. Ja, genau. Sonst ist wieder, Da läuft einiges. Gell? läuft einiges. Ja, Pascal, 1000 Dank, dass du mich hier empfangen hast, dass du uns in den Schweizer Keller gelassen hast zu deine tolle Terrarie, tolle Tiere. Also mir hat es super gefallen, wirklich herzlichen Dank. Dankeschön, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es direkt beim ersten Mal klappt mit diesem Aufruf. Und wie gesagt, vielen Dank. Ja, nein, wirklich gern. War toll. Also, ich hatte es vorher schon gesagt, wenn euch das Format gefällt, wenn ihr sagt, jawohl, mehr davon ist toll, bei so Terrarianer vorbeizuschauen, dann Daumen hoch geben, gerne kommentieren, natürlich abonnieren und ansonsten bis zum nächsten Mal. Checkt my balls und wenn ihr Zeit habt, checkt die Schweizer, die Schweizer Varane oder die Schweizer Terrarienszene. Bleibt uns treu.